argue it in Acts and this time is that they determine that Christianity is a sect of Judaism. Durch die Apostelgeschichte wird argumentiert, dass das Christentum eine Sekte des Judentums ist, eine Abspaltung. Then if that's the case, then it's under the legal religion, and the problems it causes, that's a Jewish religious problem. Und das heißt nämlich, dass sie gesetzlich dann gesehen jüdisch sind und alles, was da rauskommt an Religion, an Problemen, sind religiöse Probleme, das müssen die für sich klären. So what's important with the Corinthian trial Also was wichtig ist mit dem korinthischen a governor rules that this Christianity problem is a Jewish problem. Es ist wichtig, dass hier ein Gouverneur sagt, das christliche Problem ist ein jüdisches Problem. So a precedent is set that Christianity is under Judaism, therefore this is Latin for a legal religion. Also, es ist hier sieht man, dass festgelegt wird, es ist eine jüdische Religion und damit eine legale Religion. Ephesus, they determined that the believers had nothing wrong. In Ephesus wird festgestellt, dass die nichts Falsches gemacht haben. Paul's able to pit the Sanhedrin against each other, they can't decide. Und der Paulus kann dann die Sadduzäer und Pharisäer gegeneinander aufstacheln. I wish I could just spend a whole week on Acts with you guys. Ich wünschte, ich könnte die ganze Woche nur über Apostelgeschichte reden. Because Paul brilliantly uses theology and they're trying to convict him, but he gets the Pharisees and the Sadducees to argue against each other. Weil er so genial die Theologie ausnutzt, um die Pharisäer und Sadduzäer gegeneinander aufzuwickeln. The Pharisees believed in the concept of resurrection. Die Pharisäer glauben an das Konzept der Auferstehung. This is why Jesus and Paul argue with the Pharisees so much. Deswegen haben haben Jesus und auch dann Paulus viel mit den Pharisäern zu tun. It's because they're most like the Pharisees, actually. Weil die tatsächlich eine gewisse Überschnittsmenge haben. Yeah, who are you fighting with most in your life? Mit wem hast du am meisten zu kämpfen? Probably your brothers and your sisters. Mit wem streitest du am meisten? Mit deinen Geschwistern wahrscheinlich, oder? Your spouse, your parents, your Dein kids. Ehepartner, deinen Eltern, deinen Kindern. Why? Warum? Because you're most like them. Weil ihr so ähnlich seid. And you're stuck with them. Und da kommst du nicht dran vorbei. Okay. Mit denen steckst du fest. Now the Sadducees, they don't believe in the resurrection. Und die Sadduzäer glauben nicht an die Auferstehung. The way to remember that? Und wie könnt ihr euch daran erinnern? They don't believe in the resurrection. It's sad, you see. Im Englischen steht da, im Englischen Variante für das, das ist traurig, das siehst du nicht. Again, that's old scholar, old man humor, but it helps to remember it. Ja, alter Männerhumor. So they can't, tribune in Jerusalem can't find fault, the governors can't find fault. Herod Agrippa said this man could be set free. Alle finden keine Schuld an ihm und Agrippa sagt sogar, der könnte eigentlich jetzt freigelassen werden. The gospel is not a threat to Rome. Das Evangelium ist keine Bedrohung an Rom. We're almost done, but there's a funny story about Paul being bit by a viper in Malta, right? Und da ist dann die interessante Geschichte drin, wie Paulus von einer Schlange gebissen wird auf Malta. This has to do with ancient worldview. Das hat mit der antiken Weltanschauung zu tun. They had a concept of unjust people running away from justice. If they went to sea, some of the sea gods would get them. Die hatten das Konzept, dass wenn jemand Schuldiges wegläuft und dann auf dem Meer ist, dass die Meeresgötter den dann kriegen und bringen. And then of course Paul is shipwrecked. Und Paulus wird schiffbrüchig. But he survives. Aber er überlebt. So he survived the trial at sea. Also hat er das Meeresurteil überlebt. So in the pagan Asian worldview, the gods of the sea have determined him to be innocent. Also haben von dem Blickwinkel her die Meeresgötter ihn als unschuldig befunden. Now the Roman world also had a god of justice that was often depicted as like a snake. Und die Römer hatten auch einen Gerechtigkeitsgott, der oft als Schlange dargestellt wurde. And he would get those who maybe survived the trial at sea. Und er kriegt dann die auf dem Meer überleben. So Paul's bitten in Malta. Und Paulus wird in Malta gebissen. So they see the shipwreck, they're like, oh, this guy must truly be a criminal because he survived sea, but justice is going to get him.
Und er wird dann von der Schlange gebissen und die Leute sagen, ja, das muss ein echter Krimineller sein, ne? Der hat das Meer überlebt, aber Gerechtigkeit kriegt ihn trotzdem. Of course, nothing happens. Und dann passiert nichts. So in the ancient worldview, the Roman worldview is this guy's had every human trial, he's had trial by sea, he has trial by this justice God, and nobody has found him. Und für die römische Weltanschauung ist es dann, der hat menschliche Gerichte über sich ergehen lassen, keiner hat ihn für schuldig empfunden, er wurde vom Meer als unschuldig empfunden, von den Meeresgöttern und sogar von dem Gerechtigkeitsgott in der Schlangenform wurde er als gerecht befunden. Okay, my last point. Mein letzter Punkt. It's either Philippians or Colossians, so we have it here. Entweder im Philipper oder im Kolosser. Paul writes, different places, but he writes that, there's no partiality in God. Da schreibt er, es gibt keine Partiality. Manu, was würdest du sagen? Okay, God doesn't. Keine Bevorzugung. Okay, keine Bevorzugung. God doesn't give preference. He doesn't choose groups. Genau, Gott bevorzugt niemanden. And I know in Galatians he says there's no longer Jew or Gentile, Scythian, barbarian. There's just those in Christ and those who are not. Ne, und er sagt dann, ja, und es gibt jetzt keine Nationen mehr, es gibt nur noch die unter Gott sind und die, die nicht sind. I think it's Philippians. Und dann Philipper. It says God has torn down the dividing wall. Gott hat die trennenden Gesetze niedergerissen. He has torn down the partition. Er hat die Teilung eingerissen. Paul is writing this to a mixed church of Jews and Gentiles. Und das schreibt Paulus an Leute, die Juden und Heiden sind. He's in jail because ultimately he's accused of taking a Gentile past this dividing wall. Und er ist im Gefängnis, weil er angeklagt wurde, dass er einen Juden mit diese Trennlinie gebracht hat. So he's writing to this church, I think it's Philippians. Und er schreibt diese Gemeinde, ich glaube es ist Philippi. Well, I find the reference in Romans 2. There's no partiality with God. And there's the other one about the dividing wall. All right, let me look that up. The possibility, I think, is Ephesians 2. yeah, Galatians also there. The possibility is Yeah. Find the thing, so you can find the partial. I can't remember off the top of my head. But nicht. they know he's been arrested because of this. Sie wissen, er ist deswegen gefangen genommen And worden. he's suffering because of this. Und er leidet deswegen. And I think it's Philippians because they're suffering and they're being persecuted as well for their faith. Und die Philipper, wahrscheinlich ist es Philipper, weil die auch unter Verfolgung leiden. And Paul's being accused of that for doing this. Und der Paulus wird angeklagt deswegen. And he says, there is no, even though he didn't do this, he says, there is now no longer the dividing wall between Jew and Gentile. Und er sagt, ja, jetzt gibt es eigentlich diese, er hat es nicht getan, aber er sagt, ja, jetzt gibt es diese Mauer nicht mehr. Those who are found in Christ Jesus Die in Christus Jesus gefunden werden, are those who are determined to be God's people. die sind Gottes Leute. Amen? Amen. All right. Gut, That's Paul. das ist der Paulus. Any other questions? Fragen?